So. Let's go. Schauen wir mal, was wir jetzt noch so alles rausfinden. Gestern waren wir in Zimmer 509, auf jeden Fall. So, hat er hier irgendwo was gespeichert oder was nicht oder so? Ansonsten müssen wir uns alles nochmal angucken, um das nur zumindest nochmal Revue passieren zu lassen, was hier nochmal gewesen ist. So, wir hatten hier diese ganzen Sachen. Quite the shopping spree. Genau. Ah, okay. Ja, gut, die komische Badewanne zum Sitzen. Das hier hatten wir gelesen. Genau, das war der Liebesbrief. Dass der Typ irgendwie sich gerne eine Familie wünscht oder so. Looks like someone tore that note apart. But I'm missing some pieces. I can't make out what's written. Oh! Nur gut, dass ich nochmal reingegangen bin. Das hätte ich ja gestern gar nicht gefunden. Ich wäre hier gestern dann eiskalt wieder gegangen. Geil. So, was war das jetzt? A secret message. Lo and behold, a little bit of cleaning up later and I stumbled upon something curious. A message of some kind torn up and discarded. If this first piece was discarded so carelessly, then I might have the chance of finding the others. Ah, okay. Das heißt, wir können auch uns die Teile noch gar nicht angucken. Oder was? Business Card. Achso, das ist das? Ne, wir können das gar nicht lesen. Okay, dann muss ich wohl erst die anderen Fetzen finden, um das lesen zu können. Das ist ja ein bisschen doof. Aber gut. Dann muss ich wohl sehr gründlich gucken hier. In jeder Ecke. Unten hier im Kamin. Nee. Was ist das? Achso, das waren die Visitenkarten. Ist da noch ein Zimmer? Oh nein, Cutscene! Okay, das ist das Einzige, was ich machen kann. Mrs. Cruz got her personal information stolen. Is Mr. Morgan behind it? So, 16. Oktober 57. Dear Mrs. Cruz, we wish to apologize on behalf of our company for the privacy breach that occurred on the 25th of September and thank you for calling it to our attention. We are currently investigating the breach and trying to understand how this individual was able to obtain your personal information. Rest assured that we will put measures in place to make sure the situation does not repeat itself. Our privacy is and will always be one of our top priorities. Sincerely, Harold, Fernie and John Wiseman. Aha. Hier sind schon wieder so Zahlen drauf. 8, SOS 5. Was heißt das denn jetzt schon wieder? So, einmal hier ist eine 8. These scribbles don't look random, but I can't figure out what they mean. SOS ist Who 5. could blame you for seeking help? I'd do the same in your shoes. Okay. So, ich habe hier noch nicht sauber gemacht. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich diesen Raum verlasse. Hier. Ah, da. Nächster Teil. Okay, scheint immer noch nicht alles zu sein. Vielleicht gibt es da drüben noch ein... Nein! Wehe. Hello? Hello? Das ist der Stalker-Chat. Beth?
Warum bin ich rangegangen? Ich hätte nicht rangehen sollen. Jetzt weiß er, dass ich hier bin. Clarington Hotel Reception Desk. Beth, Beth? Sophie? brauch Did you dich. just call me? No, I didn't. Then who called? What do you mean, who called? Someone just called, and they said nothing. All I could hear was static and breathing. Whoa. The creeporama just keeps on going, doesn't it? Hold on. Hey, Archie. What's up? Give me a second, Sophie. Okay, so turns out Archie here patched a call through to 509 moments ago. Hä? Archie? Ach so, hat er durchgestellt. Oh, ich dachte gerade so, hä, der hat hier angerufen? No more calls to 509, okay. Aber er weiß ja eh schon, dass wir da sind. Ich frag mal. Aber, Moment, heißt das Symbol, dass es dazu führt, dass die Konversation beendet wird? Oder heißt es, dass... Ich mach mal. Did he recognize the caller's voice? You think it might have been Mr. Morgan? Ja! Let me ask. Okay, so it was a man's voice, but he can't be sure if it was our creep. Okay, das heißt, dann kommt man wieder in das Menü. Deswegen, anything else? Did he notice anything else? He says he heard a faint bell in the background. It sounded like the elevator's bell. So he assumed the caller was one of our clients. You didn't see Mr. Morgan come back to the hotel, did you? No. I understand why you're creeped out, but I don't see how he could possibly know you're in 509. I didn't say a word to anyone. I know you didn't. Can you ask Andrew not to patch any calls here for a while? Trust me, I will. Thanks. I haven't had time to check all of 509 yet, so I better get back to it. Oh, before you go, I have some more info for you. I Oh. was going over the details of our little mystery when I remembered something. About this morning. What is it? I saw Mrs. Cruz rush out of the hotel, all by her lonesome, not too long after Mr. Morgan knocked over that vase in the lobby. Okay. Really? Do you know what time it was exactly? I think Mr. Morgan left around 10, so I'm guessing between then and 10:05? What? I remember hearing a loud noise on the 5th floor right around that time. Like a door slamming really hard. Do you think it was her? Maybe. Did you notice anything weird about her? You mean, other than the fact that she was walking straight into a snowstorm? Yeah? Well, I've only ever seen her with her husband. It seemed unusual that she'd be leaving alone. But now that I think about it, maybe she was sneaking out. Or following Mr. Morgan. Yeah. Ob die vielleicht gecheckt haben, dass sie verfolgt werden? Hopefully I can make sense of all of this. I'm sure you will. Call me as soon as you find something. Okay. Thanks for the info. Oh, wie sie da steht. Und sie tut mir so leid. So, wir haben das zweite Papierschnipselchen gefunden. Wir wollten das dritte suchen. Das Foto haben wir uns schon angesehen, ne? Ja, es macht auch nicht Pling oder so. Oh. Oh. Moment. Was? Die Kette? These pearls, they look absolutely gorgeous on you. Though, I bet you could make anything look good. Okay. Noch irgendwas? Nur die Kette? Also Kette? Nur das? Okay. Wenn ich rumdrehe, dann ist es weg. Okay, gut. Kann ich das hier auch noch irgendwie inspizieren? Nö. Mhm. So, wo könnten denn die anderen Sachen sein?
gestern noch gelesen. Come back. Achso, ja, genau. Der Brief von der Mutter, dass der Sohn doch mit einer anderen Alten besser dran gewesen wäre bezüglich Familiengründen. Das ist der Zeitplan da, den hatten wir schon. Das kann ich also schließen. Discover Historic and Gay Montreal. Was? Achso, warte mal, gay war damals noch kein Ausdruck für homosexuell, oder? Gay ist ja eigentlich, heißt ja auch irgendwie irgendwas Positives. Irgendwie schön oder so. Schillernd. Ja gut, anmachen brauchen wir das nicht, weil das Ding... Oder? Hä, wieso? Wieso kommt die Katze hier? Das war das Geräusch, was im Hintergrund war, während der Typ angerufen hat. Kann ich die Tür abschließen? Ich habe Angst, dass der reinkommt. Alter, wieso kriege ich jetzt so Schiss in dem Game? Ich meine, wir können ja offensichtlich nicht sterben, ansonsten wären wir am Anfang nicht bei der Polizei gewesen, um unsere Aussage zu machen, aber dennoch... Dennoch wird mir gerade irgendwie richtig unwohl. Schade. Kein schönes Lied oder so. Ja, dann bleibt ja nur noch der Raum da drüben. Und ich hoffe, wir finden da auch wirklich die... Ah ja, da hinten ist noch ein Mülleimer. Da wird es doch wohl drin sein. Ich sammle das mal auf. Ich gehe mal nicht davon aus, dass davon irgendwas getriggert wird. Es wird bestimmt erst getriggert, wenn ich wirklich fertig bin. Und lieber habe ich erst den Brief vollständig und kann den lesen. Darf ich jetzt puzzeln? Oder macht sie das? Oh nee, lauter Zahlen. Obwohl. Okay, was? Achso, okay, ich kann drehen. Okay, der Tim muss auf jeden Fall gedreht werden. Dieses Symbol, das war doch bei dem anderen Typen im Zimmer, bei der Karte. Da stand das ja auch schon mit bei. Ach so, dann hat er das raufgeschrieben, bevor der andere Typ die Quittung mitgenommen hat oder so? Oder? Okay, so ganz verstehe ich jetzt noch nicht, warum jetzt die hier die Zahlen benutzen, aber es wird hoffentlich noch kommen. So, wenn ich das jetzt... Achso, nee, gut. Das, oh Gott. Geh mal weg da. Es gibt ja schon manche Spiele, die lassen sich mit Controller ein bisschen kacke spielen, ne? Und dieser Modus gerade ist eins davon. Packen mal das hier oben. Das ist... Was ist das? Wo kommt das hin? Irgendein Rand. Ach, hier. Oh, oder? Naja, wir packen das erstmal hier weg. Das ist ja die Ecke. Erstmal die Ecken. Wie beim Puzzeln immer erst die Ecken und den Rand und dann kann man sich um das Innere kümmern, nicht wahr? So. Ich check gar nichts, aber das kriege ich schon hin. Das ist locker falsch da unten. Du kommst dahin, du bist das da und du bist da. Also war doch richtig. It's some kind of code. Could I break it? So, Oh yeah. Oh,
Okay. Ah, oh. Verstehe. Jetzt heißt, wir könnten in dem Raum eventuell vielleicht auch so eine Scheibe finden, um an die Buchstabenreihenfolge ranzukommen. Oder die Logos, Symbole, whatever. Gucken wir mal hier rein, wenn sie so hier rein... Okay, gut, alles klar, das ist nicht. Im Koffer, maybe. Hier ist noch ein Koffer, da kann ich aber nichts tun. Wir gucken hier mal noch überall rein. Hier wird zwar nichts drin sein. Oh, was ist das? Oh, kann ich mir nicht angucken. Schade. Was sind das? Ach, das sind Lockenwickler, oder? Das würde ja auch Sinn machen für die damalige Zeit. Oh. Das ist wunderschön. The shade is really striking. Ach, striking. Ich habe kurz Thinking gelesen. Chloe. Oh. Einfach das jetzt so eine Stunde laufen lassen und nur dabei zu gucken. Oh, sieht das geil aus. Da unten ist ja noch ein Code. Murder. Strich 6P 03. Stift. Wo ist mein Stift? M ist gleich Strich. U ist gleich 6. R ist gleich P. Oder was das ist? Wahrscheinlich ein P. D ist gleich 0. E ist gleich 3. To read. Young Anne, A Game of Hide and Seek, Excellent Women, The Price of Salt, Angel, Someone at a Distance in a Lonely Place, The Blank Wall, A Stranger in the Night, Beast in View, The Horizontal, wird das Horizontal ausgesprochen? Keine Ahnung. It Had to Be a Murder. Yeah. I think these match the symbols on the papers I collected. Yeah. Am I reading this right? The account's been emptied. Oha. Stimmt. Einfach das gesamte Konto leer geräumt. Und da sind Herzchen drauf. You don't see someone withdraw $5,000 every day. Just what could have made you empty out your entire bank account? Warum sind überall T ist gleich Wellenlinie. Aha! I'll have to remember these. X ist gleich W. U haben wir schon. N. N ist ein H. Das sieht aus wie so ein H. So ein Schrägstrich, irgendwie auch nicht. Warum schreibt er das überall drauf? Warum? So, ist doch eigentlich richtig dumm. Also theoretisch, sofern man halt nicht möchte, dass jemand herausfindet, was man schreibt. Außer natürlich, das war der Creep oder so und der war hier schon drin. Das weiß man ja nun auch nicht so genau. Nichts drin, das ist traurig. Hier hinten ist auch nichts, da liegt noch was. This looks right up Andrew's alley. I wonder if he's read this one. Ah, Stranger in the Night. Das ist das, was er noch lesen wollte, oder sie? She thought she was tracking a killer, but the killer was tracking her instead. Oha.
Nein, ist es vielleicht so ähnlich wie bei uns hier. So ein bisschen unsere Story hier, oder was? Gloria Gray is an aspiring writer who works in a diner by day and writes crime fiction by night. When a series of murders occur across the city, she decides to pursue the killer in the hope of turning her story into a best-selling novel. She meets Hugh, a mysterious young man who offers his help in finding the murderer. But soon Gloria starts to wonder if he is the killer. With the story that's on everyone's lips before seeing the major motion picture. Ach, einen Film gibt's davon auch. So. Pills provide birth control. Oh. G ist gleich kleines n und P ist gleich plus. Den Rest kann man sich ja dann vielleicht auch so schon zusammenspinnen. Okay. Achso, und B und C. B ist gleich Klammer. C ist gleich Klammer. Pills provide birth control. Development of a contraceptive pill believed to be the ultimate form of birth control was reported yesterday to a group of journalists. The pill was tested among 218 women. Despite reports of some undesirable effects, Dr. Tenenbaum said the pill shows greater promise for the future. Remembers the clergy have already. Dann ist das... Oh, das ist von ihr? Weil sie will ja anscheinend keine Kinder. Zumindest wirkt es so. Yes, these are part of the same set. More of these symbols. Just what I was looking for. Ich frage mich ja auch, ob ich jetzt, weil ich das angeklickt habe, ob die das dann automatisch hinzufügt. Aha. Achso, nee, Moment, hä? Konnte ich es anklicken oder nicht? Aha. Das Liz Oil. Da haben wir doch gestern was zu gelesen. Cleans, deodorizes, disinfects. Alter, was macht das alles? Keep out of reach of children. See black label. Solutions are easily made. Blah, blah, blah. Mixes really with water and all desired blah, blah, blah. Small water. Okay, es steht nur drauf, was drin ist. Gut. Ist jetzt nichts Wichtiges. Hier ist noch ein BH. Aber bevor wir das Bett machen... Also ich gucke hier noch. Scheiße. It looks like the code is made up of 4 letters. 4 Buchstaben? Oh, ist das jetzt einfach das Rätsel? Das Rätsel heißt, das Passwort für den Koffer ist... Hund? Oder so? So. Das haben wir hier. Cool. Die 4, die da steht, die haben wir nicht. Wir haben auch keine 8. Wir haben keine Noten. Da, 3. 3 ist ein E. 3. Ach so, da steht's ja sogar jetzt rechts. Oh. Hätte ich jetzt theoretisch die Möglichkeit, nochmal zurück ins andere Hotelzimmer zu gehen und die anderen Buchstaben mir anzugucken? Eigentlich? Das würde mich irgendwie interessieren. Also ich meine, ich trage das jetzt hier erstmal ein. Nein. Wo bin ich? Wo bin ich? Ach da. 3. Mann, wie komme ich denn da? Ach so. E. Für mich gibt es gar kein Klammer auf oder Klammer zu. Woher weiß ich? Wieso ist es dann wichtig, das zu wissen? Schrägstrich ist ein N. Das da ist ein T. Vielleicht ist die 5 ein O.
2. Ja, die 5 ist doch bestimmt ein O. Notes dann wahrscheinlich. Das hier ist dann wahrscheinlich Next hier unten. Ja. Oh mein Gott, kann ich auch die... das hier ist doch bestimmt ein H. Dieses Gekringel da. Aber das hier ist auf jeden Fall ein O. Vielleicht auch Noted. Das kann natürlich auch sein. Obwohl D ist ein Kreis. Und ein S wissen wir aktuell nicht, was es ist. So, das hier unten heißt bestimmt Pup. Okay, 4, 8, ja, das kennen wir alles nicht. Das ist I natürlich... should keep an eye out for those symbols. Ja, die Symbole, die sind halt nicht... Also, jetzt hat noch jemand hier was draufgeschrieben, aber die restlichen Symbole, die sind wahrscheinlich im anderen Raum, Girl. Und ich habe ein bisschen Angst, da reinzugehen. Ich meine, an sich müssen wir eh dahin, von daher ist es auch egal. Aber... ist der noch ein bisschen unwohl. Aber gut. Wenn wir die Dinger brauchen und ich mindestens 2 Wörter ansonsten gar nicht lösen kann, gehen wir halt zurück in 505. Oh mein Gott. Obwohl, sie hat ja aber nicht gesagt, dass er da ist, ne? Warum höre ich ein Geräusch? Okay. Es ist nichts, alles gut. Für den Moment ist alles gut. Wir gucken hier nur hin. Wir gucken uns nur kurz die Symbole an. Die waren doch hier. Da. So, hier. Yes, these are part of the same set. I think I can use this. So, A ist auf jeden Fall schon mal eine 2. Ich meine, jetzt weiß ich ja, ich brauche das nicht aufschreiben. Yes, these are part of Ach the so. same set. Das hat sich schon I alles think I can use aufgeschrieben. this. Weg damit. Das nicht, aber irgendwo waren auch noch welche, glaube ich. Da unten. Da. More of these symbols. Just what I was looking for. Okay. Das ist nix. Oh, ob da dieses T30 auch noch irgendwas heißt? Das T, auch irgendein Wort dann sein. Aber, obwohl, in 4 Buchstaben. Okay. Da ist nichts, da ist nichts. Hier ist auch nichts. Da auch nicht. Mein Gott. Diese Schritte. Alter, ey, wirklich. Ich denke immer so, boah, vielleicht will ich doch mal irgendwie wieder Horror-Games zocken, aber ich bin so ein Schisser, ey, wirklich. Ich meine, okay, morgen ist wahrscheinlich Horrortag, aber dennoch, ich bin so ein fucking Schisser, ey. Aber ich finde zumindest, wenn man ein Schisser ist, dann macht es irgendwie als Zuschauer auch oft mehr Spaß zuzugucken. Als wenn man überall nur durchrusht. So, jetzt aber. Gucken wir doch mal. Haben wir hier eine 4? Oh, die I. Mein Gott, das I. Die 4.
H-I. Das ist doch jetzt das H, oder? Jetzt haben wir noch gar nicht alle Buchstaben. Was soll denn das? Ja, das ist ein H. Klar. Die 8. Haben wir hier eine 8? Wir haben hier keine 8. Haben wir die Note hier? Die Note hatten wir jetzt, oder? Da, ein L. L. I kill? Oder I will? I will vielleicht. I will. I will leave notes vielleicht. Ja. Oh mein Gott, ich hätte in die andere Richtung gehen müssen. V. I will leave note. Probieren wir mal das S. Oh Mann, falsche Richtung. I will leave notes in the vent next to... Oh, S-T-U. Das ist ein U. Ach, vielleicht your. Ach, die Lüftungsschächte. Jetzt kommt das. Vielleicht... Ja, your... Room. I will leave notes in the vent next to your room. Bitte, Beth, hilf mir. Clarington Hotel reception desk, Beth speaking. Hey, Beth, it's me. Hey, so, how did the snooping go? Find anything? I did. I found a message written in strange symbols. A kind of secret code. A secret code? Well, spill the beans. What did it say? I will leave notes in the vent next to your room. In the vent? Who the hell does that? I don't know, but whoever the message was intended for went through a lot of trouble to hide it. It was torn in 12 pieces and scattered in 3 different trash cans. So the cruises are keeping secrets from each other. Do you think one of them's having an affair? Wenn ja, könnte. Was ist denn Blackmail? I will leave notes. Steckt der Stalker-Typ eventuell mit einer von den beiden irgendwie unter der Decke? Aber es würde irgendwie keinen Sinn machen, weil die könnten sich doch unterhalten. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie eine Affäre haben, weil der schmachtet ja der anderen noch hinterher. I don't know. It really looks like blackmail. Blackmail? What makes you say that? Emptied bank account. I need to check that vent. Das würde aber sagen, nee. Hier das Emptied Bank Account, das können wir halt ihr nur sagen, weil wir das tatsächlich gefunden I found a bank statement belonging to Mrs. Cruz. Her account was emptied very recently. Ooh, that's interesting. But it could mean a lot of things. What do you mean? Well, people need their money, especially when they're traveling. Although I have to admit, withdrawing all of it does seem a bit strange. Is that all you've got to back your theory? Security breach, okay. I also found a letter from some sort of company, Fernie and Weissman. It mentions a security breach. Targeting the cruises? Just the wife. It seems some of her private information was stolen by someone. A large withdrawal and a security breach? That can't be a coincidence. Maybe they got something on Mrs. Cruz. Something so bad she had to empty her bank account just to shut them up. Yeah, that's what I'm thinking. I see it, yeah. Okay. It could be blackmail for sure. Do you think Mr. Morgan's the blackmailer? Naja, an der Karte, wo wir gerade dran waren,
Es waren doch eigentlich eher Quittungen von denen hier gerade. Und wenn der Stalker... Also entweder... Ja, mit irgendjemandem müssen die ja kommunizieren. Vielleicht hat der Typ das System erfunden. Aber hä? Okay, so ganz komme ich noch nicht ganz hinter, wie das mit den Symbolen geklappt haben soll. Und wie awkward es jetzt sein muss für Beth, die ganze Zeit darauf zu warten, dass ich irgendwas sage. Morgan was hired to find the blackmailer. He could be our mysterious caller. What if the blackmails... what if he blackmails me too? Wurde er dazu engagiert, einen Blackmailer zu finden? Würde er sagen. Oh, maybe he's the one who called here before. Yeah. He could have been calling to ask for more money or something. I'll go have a look at the vent that's mentioned in the message, just to be sure we're on the right track. Yeah, good idea, Bean. I'm about to go on break, so if you need my help again, just ask Andrew to patch you through to the break room. All right. Enjoy your break. Oh, I will. Jetzt habe ich jetzt was im Auge. So guckt sie so zur Tür. Oh, was ist diese Wimper? Bitte lass es diese Wimper gewesen sein. Oh, nee. Oh mein Gott. Oh, es ist unangenehm. Achso, das Bett können wir noch machen. Make bed. So. R2 und linker Stick. So war das. Oh, wunderschön. Wo ist denn das zweite Kissen? Hab ich eins dabei? Ach so, nee, eins ist im Wohnzimmer. Die haben sich ja wahrscheinlich irgendwie gestritten, weil hier jemand gepennt hat. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Ich kann es wegschmeißen. Wegschmeißen wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Böses Auge. Ja, echt so. Ich versuche es gerade irgendwie zu ignorieren, aber es ist einfach ekelhaft gerade. Okay, wenn ich das... Nee, ich schmeiß das weg, weil... Hinterher findet das einer, kann den Code irgendwie lösen oder halt sieht, dass es da in dem Vent drin sein soll und kackt uns noch an oder so. Oder halt die anderen oder so. Aber ich habe mich schon ein bisschen ein bisschen spoilern lassen, leider. Ich habe kurz gestern in der PlayStation-App wollte ich einfach nur kurz auf die Trophäen klicken, weil ich halt gesehen habe, dass ich in Anführungsstrichen nur 3 Trophäen bekommen habe. Dafür, dass wir jetzt zur Hälfte ungefähr durch sind. Oh, 35%. Gut, das ist nicht die Hälfte. Und ich dachte halt so, hey, ist ja voll wenig. Und dann habe ich schon bei einer Trophäe gesehen, dass wahrscheinlich jemand hier von uns seinen Job verlieren wird. Wer auch immer das sein wird, keine Ahnung. Aber in der Trophäe stand halt eben was drin. Was genau, sage ich jetzt nicht. Aber das ist halt auf jeden Fall eine Aktion, die wir halt gemacht haben. It's my fault Jack broke up their engagement. Do you have any proof? I do. I found this lipstick in Wendy's locker. Look, that's the rag I used to erase the message. It's the exact same color. Someone else could have used her lipstick, though. Is that all you have? It's not. There's also this. I sent it to her a few days ago. I was kindly warning her that her behavior could compromise her engagement, and I was quite right. But look at what she scribbled down here. Not only does it prove she hates me, the writing's the same as the message on the door. Very well.
I'll call Wendy to my office later and fire her. Good. It's time you see her for who she really is. The nerve she has calling me a bitch. And to expose our intimacy like that. Speaking of which, I thought we might, Yes. Was für ein fucking Zufall. Ich wollte gerade nur davon erzählen, dass ich das gesehen habe und genau jetzt passiert das. Ja, im Keller, beim Pausenraum da in der Nähe, da war mit der Tür ja mit Lippenstift irgendwie irgendwas mit Bitch dran geschrieben. Das würde ich jetzt eigentlich nicht hören. Ja. Das hat jetzt dafür gesorgt, also weil wir es nicht weggewischt haben, hat das jetzt dafür gesorgt, dass Wendy ihren Job verlieren wird, unsere Kollegin. Ich meine, obwohl, nee, Wendy war die immer Mitarbeiterin des Monats geworden ist. Sie war, glaube ich, gar nicht so scheiße. Die Lästertante Yvette und noch jemand war, glaube ich, scheiße. Naja. Schade, schade. Lässt sich jetzt noch nicht ändern. So, 509. Next to your room. Das ist die Frage, meinen die damit hier? No messages. Let's try another vent. Oder meinen die next to your room mit dem your room, das hier drüben? Also es gibt halt einmal den hier. The message said next to your room. So Ah, it has okay. to be a vent in the corridor. Was ist denn mit meinem... Was hab ich denn da drinnen, Mann? Ach. Geh doch weg. Okay, der ist es nicht. Achso, warte mal, dann hat sie vielleicht doch mit 505 geschrieben. Das heißt, wir gucken, ob bei 505 ein Dings ist. Das ist auch nichts. Okay, wir gucken jetzt einfach mal alle durch. Überall, wo hier so ein Ding ist, das wird jetzt angeklickt. Vielleicht steige ich auch gerade noch nicht so... I can't see anything in there. Das war es auch nicht, ne? No Nee. messages. Let's try another vent. Könnt ihr mal aufhören, da drin Sex zu haben? Ist doch ekelhaft, Mann. Unsere Gäste schlafen da drin. I will leave notes in the vent next to your room. But which vent? Ja, genau. There is a vent near the janitor's closet. That'd be a good place to start. Janitor's Closet. Ist das da hinten? Das Ding da? No way. Ach, jetzt darf ich... Okay. Can't open these without a screwdriver. Ach so. Ach so, jetzt fällt dir auf, dass sie... Ah. Mhm. Jetzt können wir da rein. Das ist interessant. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Mein Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Die ganze Zeit kaum Musik und von jetzt auf gleich geht's los. Bin noch eine ganz leicht. Eugene's a pro at fixing the fuse box whenever there's... Wait, Sophie, you don't need these. Doch! Be careful. It's a slippery slope towards becoming a hoarder. Nimm einfach alles mit. I've never seen two people more suited for each other.
I hope they work things out. They Warte need mal. to. Das heißt, der Janitor ist Jacques? Nee. Aber Wendy ist es doch auch nicht. Nee. Die ist Kellnerin. Oh. Eugene Bernard tells me. Oder so. Highest priority, huh? That means Eugene's probably working in Bernard's office right now. Eugene Bernard tells me there's a cold draft coming from his window and it's turning his office into a freezer. Fixing this should be your highest priority today. Ja, deine höchste Priorität ist, den Chef zu vögeln, ey. Shoot, no screwdriver. Shoot. What's life without a little challenge? Nimm einfach einen Hammer und, Wait, hebel die Nägel raus. Sophie, you don't need these. Schrauben. Be careful. It's a slippery slope towards becoming a hoarder. It sounds like Eugene asked Bernard to stop opposing the construction of the new psychiatric hospital. And Bernard was Bernard. Dear Eugene, I was unaware of your daughter's condition. I can only imagine how difficult this must be for you and your wife. But do not worry. You only have to look at my brother to see how rotten apples grown even in the best of families. As for your request, I'm afraid I'm unable to grant it. Mr. Weston is both a good friend of mine and a benefactor of the Clarendon, so it would be inappropriate for me to oppose him. Also, considering this great influence in the city, I have no doubt he will manage to prevent the hospital's construction no matter what. Thank you for your understanding. Okay. Bernard ist irgendwie echt ein Arsch. Shop owners against new mental hospital. Ach, against. Ach so, stimmt. Das hatten wir, glaube ich, schon mal sowas gelesen. A group of downtown Montreal businessmen and shop owners met with Major Sergeant Furner last week to air their grievances concerning the city's recent decision to allow construction of a new mental hospital in Dorchester Boulevard. William Weston, manager of Weston's department store, says he and his group will fight tooth and nail to prevent the hospital's construction. Will our customers feel safe to come downtown for their shopping needs knowing there are lunatics next door? The hospital could be the first of its kind in Montreal, as patients would be free to come and go as they please. Dr. David Blunt, the young psychiatrist behind the initiative, es ist so anstrengend, believes that allowing patients to maintain a connection with the outside world will facilitate bla bla bla. Ja, ist okay. Die wollen halt dieses Krankenhaus nicht, obwohl es eigentlich geil wäre, sowas zu haben, aber niemand will's. I had no idea. Dear Eugene, a friend of mine has heard from her hairdresser, who's heard from her sister-in-law, who works as a secretary to the mayor, that the city plans on building a new mental hospital right next to the Clarendons. Imagine, Denise could get
the care she needs while staying close to home. Oh. It's almost too good to be true. I don't dare get my hopes up, but still, I'll keep my ear to the ground and keep you posted as soon as I have more news. Das ist natürlich schade. Dass sie dann in dem Fall leider nicht die... Wieso kann ich das aktivieren? Also... Ach so, nee, gut, ich dachte gerade. Das war nur die Spüle. Ja gut, mehr ist hier nicht. Wir haben den Screwdriver hier drin nicht gefunden. Das ist natürlich blöd. Einfach mal an der Decke gucken, man weiß ja nie. Gut. Hier rein kann ich auch Eugene's nicht a gucken. pro at fixing the fuse box whenever there's a power outage. Hier liegt auch keiner rum. Oh, mein Auge. Das macht mich so wahnsinnig. Muss irgendwie wirklich ein Haar sein, was da einfach nur genau am Lid rumchillt, ey. Kann ich gehen? Einfach gehen. Wir gehen jetzt nach Hause. So, Feierabend. Wer ist das? Ah. It's, Miss Belivet, isn't it? What? Oh, Roy. Das ist der Linda-Ficker, oder? Right. Hätte sie zurückfragen müssen. You're the one who took last week off, aren't you? You had to, take care of your sister, I think? Mother. My mother. She's very sick. No, I hope this doesn't become a recurring thing. I need to know I can count on you. I understand, sir. What are you doing here, anyway? Are you on break? No, I need a screwdriver. Icon indicates a lie. Lies may get you out of tough spot, but be careful not to get caught in a lie. No, I need a screwdriver. Kann ich einfach nichts sagen, solange wieder der Aufzug fährt? Scheiße. Wäre irgendwie dumm, wenn ich jetzt sagen würde. Ja. Yes, I am. Don't take too long. No, I won't. Well, don't you look mischievous. Hey, Bean. If you're planning to give Bernard a good scare, sign me up. No, I'm looking for a screwdriver. For the vent. Linda asked Eugene to fix Bernard's window. Oh, I see. Eugene? What the hell? You'd better go and take a look. I'll stand guard by the elevator and make some noise if I see Bernard coming. Okay, thanks. I'll be quick. Make some noise ist auch schwierig. Was macht sie dann? Sagt sie was? Schreit sie? Wird sie kacken? Opposing something that could help so many people just because it's close to your hotel? This is ridiculous. Dear Mr. Weston, I would like to thank you again for agreeing to this partnership between the Clarendon Hotel and the Weston's department store. Thanks to your
generous help. Renovations are well underway, and the hotel has never looked better. You should come visit soon. When your busy schedule allows it, of course. On another note, it has come to my attention that you have formed a group of local businessmen to oppose the construction of a new mental hospital. After working so hard to elevate the Clarendon standards, I cannot allow a band of cuckoos to move in my backyard. Should you accept it, would be an honor and a privilege to join your fight. Yours sincerely, Bernard. Dass die alle keinen Bock da drauf haben. Oh, was stand da? Enjoy the cold, you cold-hearted prick. Von Eugene. Aha! Let's get you to that vent. Wenn ich das nicht wegwerfe, dann wird doch bestimmt Eugene auch gefeuert. With this blizzard, Bernard's office will be a skating rink by the end of the day. Best to avoid that. Ist da irgendeine Akte, die ich mir angucken kann? Irgendwas Cooles? Jetzt, warum kann man das überhaupt öffnen, wenn da eh nichts drin ist? Oh, was hat er hier so geschrieben? Was ist das? This does not look like a nice brotherly check-in. I had no idea things were this bad between Bernard and Raymond. Oh, fällt mir ein, ich habe dieses Selection Mode gar nicht gemacht vorhin. Mist. Dear brother, I thank you for your invaluable input, but need to remind you the terms of our agreement. I did my part. I'm doing my part. I got you out of jail and have ensured that news of our deviant ways would not leak. Now I expect you to keep your side of the bargain and stay out of my way. You are not in charge of the hotel anymore. I have worked relentlessly the last 2 years to return the Clarendon to its former glory. Also, a great challenge considering the poor state you left it in. I'm glad Father never got to see how you so shamelessly destroyed this great legacy. Legacy. As for me, I will be dead too before I listen to a single word of advice from you. You ask I lower our prices, but I can tell you, I plan on doing just the opposite. Oh my god. My guests will only be a creme de la creme. Our deviant friends can find themselves another place in the sinful debaucheries. Enjoy your retirement. Okay. Bernard ist echt ein Arsch, Alter. Aber das hat man ja eigentlich schon gemerkt. Ew. Is this Linda's? Ja, offensichtlich, Mann. Du hast sie von Vögeln hören. Eigentlich sogar schon zweimal. Nein! Check on room 602. Ask Eugene to fix radiator. Call Weston's office. Apologize to Mr. and Mrs. Drake for Valentine's Ball mishap. Speak with contractor about cost overruns. Call Weston's office again. Decide winner for Employee of the Month Reward. Tja, Wendy wird's diesmal wohl nicht werden. Das ist einfach nur braun. Okay. So, wir haben den Screwdriver. Das hier können wir nicht öffnen. Ich will wieder nichts übersehen. Hallo Alice, schön, dass du da bist. Kleine Mäusli. Gut. Achso. Ich muss gedrückt halten, um zu gehen. Will ich wirklich gehen? Ja, doch, eigentlich schon.
Eigentlich schon, ich würde sagen ja. Surely your break is over by now. No, it's not. I came by here not too long ago, and Andrew was already covering for you. That's because I was in the ladies' room. That's no excuse to... It's my time of the month. uh, You're married, aren't you? So you know how it is. I have to go more often, and sometimes I stain the furniture, and don't get me started on all the... That's enough details. Miss Belovit, what were you doing in my office? It wasn't. Someone left the door ajar. I was looking for a screwdriver. Mann! Immer diese scheiß Screwdriver-Geschichte. Wenn ich jetzt sage, die Tür stand offen oder sie war halt nicht... Nee, ich mach das I was jetzt. looking for a screwdriver to fix a loose vent. A loose vent? Well, that sounds like a job for Eugene, doesn't it? And why on earth would you look for a screwdriver in my office? I thought Eugene might be there. Well, I don't ever want to see you in my office without permission again. Am I clear? Yes, sir. Mr. Drake has asked to see you. Again? God, he just can't get enough of me, can he? Just indulge him. Apologize one more time for Friday's mishap. Do whatever needs to be done. We cannot afford to lose such loyal guests. Okay, fine. That was a close one. Yeah, I had a few cold sweats, but at least I found what I was looking for. Good. Well, if you need me, I'll be attending to the whims and worries of our entitled client... guests. Don't be a stranger. Das heißt, Bernard ist verheiratet. Und hat eine Affäre mit Linda, I'd like to die speak to Mr. Weston. verschiedene Leute hasst. It's Bernard Leduc from the Clarington. Yes, the hotel. All right. No. No, I do not wish to leave a message. Ich würde aber auch nicht mit sie telefonieren wollen, du. Warum schildert man so viel? Du bist ja nur am Stöhnen. Ach so. Okay. Da passiert wohl nichts mehr. So, wir haben den Dingens. Können halt direkt nach oben. Ich will nur Sorry, gucken. ma'am. How big did you say your party was again? Whew, that's big. It might be a bit difficult to... Mann, ich dachte, ich könnte Beth nochmal begegnen hier. Also nochmal so mit ihr quatschen. Ich frag mich, ob die irgendwann auf die Flirtversuche eingeht. Let's go! Hallo! Oh, I guess I'm free to disturb room 508 now. But that's where Bernard and Linda were. Ah, Ew. ja. Ja. Also ganz ehrlich, da will ich auch nicht sauber machen. Aber wir gucken mal rein.
Say no to divorce. Ihr ist schon bewusst, dass wenn sie mit ihrem komischen Bernard irgendwann mal zusammen sein will, dass er sich dafür scheiden lassen muss. Immer diese scheiß Doppelmoral. Hier noch irgendwas liegen lassen? Irgendwas Interessantes? Bis auf... Das da. Kann ich den schütteln? Platzt der irgendwann? Geht der Korken irgendwann ab? Schade. Wow. Okay, Linda trägt wohl keinen Lippenstift. Oha, hier sind Sachen. Das ist räudig, ey. So, gleich gucken wir uns den Tisch an. Das ist dann noch der Lippenstift, ne, von Wendy, den sie da irgendwie anscheinend irgendwo rausgeklaut hat oder so. Warte mal. Hi, Pixel. Und hi, Happy Anime. Schön, dass ihr da seid. Moment. Das haben wir doch gestern schon gesehen. Do you think I don't see the way you talk to... Ja. Das haben wir schon gestern gefunden. Das auch. Ach so, das ist dann quasi, to all employees lesen. Das ist die Scheiße, wenn man mit einer Schreibmaschine schreiben muss. Linda, my wife will be at her parents tonight, so come by my house at 8 p.m. and make sure you bring the new... Ach so. Ja, stimmt, das hatten wir gestern schon gefunden, aber irgendwie habe ich nicht so richtig gecheckt, dass Bernard verheiratet ist und die halt wirklich eine Affäre haben. Oh, das ist eine geile rote Farbe. Bin ich ehrlich. Und dann das hier noch dazu. Achso, das kann ich nur wegschmeißen. Muss ich das jetzt aufräumen, weil da gleich Gäste kommen? Bestimmt, ne? Ach, ich lasse das einfach liegen. Ich lasse es liegen. Mir scheißegal. Räumt euren Müll selber weg. So. Ich muss zum Vent. Da ist interessant. Let's go. Also. Oh. Aber oben ist da noch eine Schraube, oder? Oh mein Gott, die Steuerung ist gerade richtig... Okay. Gott, ich hoffe, wir haben immer noch diese Auflistung, was ist, ne? Nicht, dass ich das weggeworfen habe und wir jetzt keinen Plan haben. Na, da ist es gut. Gott sei Dank. Wir wissen immer noch nicht, was J, K und Q ist. Und Z und F. Naja. Wahrscheinlich Meat. Ne? Ist das ein Tee? Ja. Oh mein Gott. Meet me on the equinox. Meet me
Tonight wahrscheinlich. Ist die 5 Uhr? Ja. Tonight. We've been tonight in my room. Ach, Michael. Nein, nicht das. Michael will be sleeping. Das hat die Frau geschrieben. Bei ihrem Mann heißt doch Michael, oder? War das nicht? Mist, ich habe mir nur M und H aufgeschrieben. Michael will be sleeping. We need to discuss. Meet me tonight in my Ja. room. Michael will be sleeping. We need to discuss our plan. Clarington Hotel reception desk, Beth speaking. It's me. Oh, hello, Bean. Anything new to report? Found another secret message. Can you look up to a guest? I found another message written in secret code. What does it say? Meet me tonight in my room. Michael will be sleeping. We need to discuss our plan. Michael? Who's that? Another husband? I don't know. It's the first time I'm hearing of a Michael in this story. Oh. Let me check the logbook. There's a Michael staying in room 507. Mrs. Beaumont's room? But she doesn't have a husband. She's here alone with... Oh! Michael must be her son. I got him some extra blankets the other day so he could build a fort. Oh. Could Marcella? Yes? No, never mind. So, what's next? I guess I should go have a look at 507, but it's not on my list. There's a do not disturb sign on the door. Well, I could call the room to make sure no one's there. Good idea. Hang on. You've got the all clear, Bean. Head on over. Thanks, Beth. I'll call you back. Ach, Beth, ey. Schon eine coole. Schon eine coole Sau. Let's go! Ach so, Moment, wir haben hier irgendwie einen Schlüssel in der Hand. Was ist das, ein Schlüssel? Wir haben noch gar keinen Schlüssel für diesen Koffer hier. Fällt mir gerade so auf. Locked. It looks like the code is made up of 4 letters. Und dann kann ich das nicht. Locked. Okay. It looks like the code is made up of 4 letters. Dann müssen wir wohl erstmal rausfinden, was das für ein Code ist, damit die überhaupt sagt, so, okay, dann lass uns das jetzt öffnen. So, 508, können die selber aufräumen, die Scheiße. 506, upsie. Moment. Was, 509? Hier ist dann 507, ne? Ja. Klopft doch wenigstens vorher an. No, das hat sich wirklich ein vorgebaut. Süß.
Was im Bad? Oh, tatsächlich. Hätte ich jetzt mir nicht gedacht. Ich räume hier nicht auf. Das wird auffallen. The White Cat Bar Restaurant. Okay. He's all but outright threatening you. Oh, I hope you can stay as far away from him as possible. I just met with your damn lawyer. You've got some balls to accuse me of all that. As if you were too irreproachable yourself. Do you think I don't know where you spend your nights? But worst of all is that you won't let me see my son. You won't even tell me where he is. If you think you have a chance to get custody, you really don't know me well. I won't let you take Michael away from me. Ist alles so passive-aggressive, Alter. Mr. Cruz, huh? Numbers, dates, times. What does it all mean? 1824. Ist das? Nee, Moment. Das waren keine Nummern, oder? An dem Koffer? Moment, kann ich das? Ah, nee, kann ich nicht. Gut. Die hier kann ich nicht öffnen? Nee, gut. Okay. Oh, Pity Pots, Sugar Frosted Pops. Ich weiß nicht, ob die lecker aussehen. Free Jojo inside. Ach so, daher kommt der Jojo. Oh, da unten ist der Name. Michael Beaumont. Address, Hotel, Clinton, Chambre 507. Ich weiß nicht mehr, was 507 auf Französisch heißt. Offer ends on 58, Residence only, bla bla bla, natürlich, ja, du darfst nur in Kanada leben, etc. etc. Oh, ein Zug! So you were eager to set up a meeting, but didn't want anyone noticing. I hope you are well in spite of the circumstances. We've been on the train for 2 days now. It's a long ride, made even longer by the fact I cannot wait to see you again. We are scheduled to arrive in Montreal on the eve of Valentine's Day. I booked room 509. It's a Marshall suite. When we arrive, please refrain from talking to me until we can figure out a safe way to see each other. Say hello to Michael for me. M. Mrs. Beaumont. Okay. Was? Did Marcella send this? Marcella hieß die Frau. Okay. Aber... Hä? So langsam, so je tiefer wir in die Story eintauchen, umso mehr denke ich nur, hä? Das Geräusch. Weißt du nicht, was ich jetzt daran so inspizieren soll? Keep battery out. Battery chamber when not in use. Oh, Michael. Adults can be so confusing. I promise it's not you. Dad, I'm sorry, but Mom asked me to not tell you the name of our hotel. She allowed me to talk about our room though.
We have 2 little beds, a radio, and even a television. Mom let me build a fort, and the maid brought us extra blankets. She's really nice. Oh, süß. The hotel is nice too, but I miss home. I wish Mom and you could be happy, and I wish everything could go back to the way it was before, but Mom says it's impossible. She says she no longer loves you. Do you think she'll ever stop loving me too? Oh. Das ist auf Französisch geschrieben. Ach, krass. Je suis désolée. Mais maman m'a... Ach, zu lange her. Zu lange her. Und ich hatte immer noch 4 in Französisch. Floydi, könntest du vielleicht von meinem Tisch runtergehen? Hm? Es ist sehr schön, dass du den Tisch so magst. Und die Technik so interessant findest, aber... Hm? Digi. Danke. So, okay. Das haben wir. So, Mein Französisch ist auch mehr als eingerostet. Ja, ich kann auch vielleicht, wenn es hochkommt, so 2 Sätze. Und, das Einzige, was ich glaube ich sonst noch weiß, ist, also sowas wie Fromage, das kennt man halt, weil man es halt öfter sowieso hört, aber ich glaube, travailler war arbeiten. mehr ist nicht hängen geblieben. To Anne Bursey. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Subject Michael's withdrawal from school. Dear Mrs. Bursey, we have successfully processed your request to withdraw your son, Michael Bursey, from his school schedule and system under the agreement that you will continue his education from home. Ah, okay. Following this letter, you will receive the list of books and school materials you need to purchase in order to follow the curriculum from home. A social worker will be in touch to help you understand our milestones so that your son can benefit from our programs from the comfort of his home. Thank you for thinking of your son's education. Aber eigentlich ganz nett, dass sie sagen, dass sie sich darum kümmern wollen, dass die auch zu Hause irgendwie klarkommen. Ich meine, das ist jetzt zwar nicht mehr wirklich zu Hause, wenn die schon seit 2 Stunden noch unterwegs waren. Das scheint ja relativ weit weg zu sein. Aha. Keys are Snoop's best friend. Aha. Sounds like this is from your school days, but the name of the sender is smudged. Oh Gott, 45. Das ist 13 Jahre her. Dear Anne, you were right. I missed the snow already. It's so hot right now in Texas. It's quite a shock after the cool weather of Montreal. My family has never seen snow before, and I could not find the words to tell them how beautiful it is. They don't understand what they are missing. I wish I could build my brothers a snowman like the one we built together a few weeks ago. I know it's childish, but I had not had that much fun in years. Christmas was exhausting. Kenn ich? 9 days of eating, singing, dancing. It's great fun, but I'm glad it's over so I can rest a little. Of course, celebrations will resume for New Year, but it gives me a few days to relax. How are things going with your family? I know you don't get along well, but I hope you are still able to have a good time. I will leave for Montreal on the 8th. I cannot wait to be back. I miss finding black cat hairs all over my clothes. Oh, die hat ihre Katze damals zurücklassen müssen. I miss our late night studying sessions at Harry's. I even miss Sister Miller's classes, if you can believe it. I will see you soon. Warm wishes. Dann haben wir Funny how hier... some games really stand the test of time. I used to play this with Mom all the time. Ich muss aber sagen, Schlange und Leitern ist eins der beschissensten Brettspiele, die es gibt, ey. Funny how some games really stand the test of time. I used to play this with Mom all the time. Kaum denkt man hat's fast geschafft. Zack, kommt eine Schlange.
Oh, noch ein Buch. Adam or Eve. Aha. A confession about of a shocking and forbidden love. Bridget Boswell. Didn't I see that name somewhere earlier? Hat sie das? Es sind so viele Namen. Adam or Eve, a heartbreaking decision. Should Rose stay in a marriage that no longer makes her happy, or seek refuge in the arms of the woman who truly understands her? She has tasted the forbidden fruit years ago, and now she is all she can think of. Oh my god, nicht schon wieder. But what will her family and society as a whole think of her if she turns to a life of sin? Should she be condemned for even entertaining the thought of leaving her husband, or petite of having to make such a heartbreaking decision? Ich dachte eigentlich, ich werde besser daran, das alles zu lesen, aber meine Güte. Bridget Boswell is a prolific author behind novels such as They Were Roommates. Ach so, And They Were Roommates ist auch von ihr. Und The Lonely Girl, was auch immer The Lonely Girl ist. Ich glaube, das kennen wir noch nicht. Adam or Eve ist her 7th novel. So. Diese Bridget, die schreibt also echt gerne Lesbenromane. Hier haben wir... Wow! Was für ein wunderschönes Gesicht! Das Brettspiel kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Meine Großeltern hatten das zu Hause. Teilweise echt frustrierend. Ja, vor allem, so an sich, das Konzept ist gut. Aber es ist, glaube ich, zu lang, eigentlich. Ich glaube, das ist so ein Spiel, da kannst du eigentlich wirklich stundenlang spielen. Moment, das hört man jetzt noch gar nicht, ne? So a husband can abuse his wife and just get away with it? And people like Linda still think divorce is wrong? Ugh. Dear Anne, I have met with Louis and he has asked me to give you the enclosed letter. I think I should reiterate that some of your accusations, such as wife abuse, are not grounds for divorce in Quebec. I understand you are hurt, but I do not think antagonizing your husband is very wise at the moment. Don't forget to be incurred at 11 a.m. on the 20th. Be on time. Also, a friend reminder that my fees for January need to be paid before the end of this month. I'm happy to help you out, but I cannot work pro bono on this. Sincerely, Howard. Oh. Ist das... Oh. Greta. Oh, ist das Katzenhalsband? Oh. Zwei. I'll need another key to unlock this. Haven't I seen one just like this somewhere? That key looks so familiar. Why do I associate it with room 505? Okay, danke für den Hinweis, Madame. Habe ich das schon gelesen? Ah, that's so Ist er nicht. sweet. I didn't do much, but I'm glad it meant something to you. Dear Sophie, thank you so much for taking care of our room every day and bringing us extra sheets. Micah and I wanted to give you a little something before we left. Oh, na, nimm das mal lieber noch nicht mit. Noch durftest du nicht sauber machen. The winds in the leaves that day made a sound that sounded like... A sound that sounded like... Really, Anne? The winds in the leaves that day made the tree whistle a soft melody that came over my ear. I remember every part of this day, for it was the day we met. Jesus, this is bad.
I was looking for my cat when I heard the sound of the leaves blowing in the wind, like a melody to my ear. On this summer day where I met you. Ah. Okay, dann machen wir das hier mal. Obwohl, Moment. Dann machen wir kurz die Bartür zu. Für den Fall, dass die gleich zurückkommen aus irgendwelchen Gründen. Natürlich ist der Schlüssel dann da noch, aber ich bin paranoid. So, 505. Hallo! So, da war es nicht drin, oder? Nee. Nein, das müssen wir jetzt wieder rausgehen. Close. Okay, jetzt jemand, sie assoziiert das Ding mit dem hier. Das ist ein Pin. Hier ist es auch nicht, das ist ein Spiegel. Ob der mit dem Ding immer um die Ecken lunzt? Fällt mir gerade so auf. Hä? Okay. Mann, nein. Okay. Sie hat sich selbst gefragt, warum sie das mit diesem Raum hier in Verbindung bringt. Und ich frage mich gerade dasselbe. Ein Bad? Da drin ist es nicht. Eine Zahnbürste. Think, Sophie. Where have you seen a key like that one before? In a safe? Ich hab doch gerade nachgeguckt. Ah, there you are. Oh. With Marcella. God knows where she is. Clarington Hotel reception desk, Beth speaking. Hey, Beth. Bean, I've been meaning to speak with you. Oh, about what? Well, a little birdie told me Mr. Morgan and Mr. Cruz had an argument yesterday evening. Really? Who's your little birdie? Jacques. Apparently it got so heated he had to get involved. And listen to this. It sounds like I was on the right track, 'cause he heard a particular word thrown around quite a lot. Wanna guess what it is? Blackmail. Blackmail? No, that was your theory, remember? Scheiße. It's affair. Affair. Did Jack hear anything else? From what he told me, it seemed like Mr. Cruz was accusing Mr. Morgan of having an affair with his wife. Wouldn't have expected Mrs. Cruz to fall for a man like Morgan, but I guess the heart wants what the heart wants. Maybe, but that doesn't explain Mrs. Beaumont's involvement with Mrs. Cruz. What do you mean? I found a chest in room 507. I think it can only be opened by turning 2 keys at once. I found one of them in Mrs. Beaumont's things. Oh, and the other one? Well, I remembered seeing a similar key in one of Mr. Morgan's stocking pictures, so I went back to check. Mrs. Cruz wears it as a pendant. It looks identical to Mrs. Beaumont's key. Wait, so Mrs. Beaumont and Mrs. Cruz own identical keys that are both needed to open a mysterious chest? Ich check's auch nicht. Yeah, there's definitely something going on here. I think they're having the affair. Oh. Das kann natürlich auch sein. Warum sollten die beide so
Maybe they're just good friends. I think they're having the affair. The answer is probably lie in the chest. Ja, das auch. Yeah, but the answers probably lie in that chest, and I don't think I'll be able to open it. I've looked around room 509. I would have seen the second key if it was there. Mrs. Cruz must have left with it this morning. Yeah. We were so close. I can't believe it all ends here. Well, hold on. I may have an idea. Get me a candle and some plaster, and maybe I can do something about that pesky chest. How? I'll tell you later. Just find me those things, and I'll meet you in the basement as soon as I manage to leave my post. Alright. Thank you for not giving up. Come on, you know I wouldn't let you down. Beth will uns jetzt einen Schlüssel craften, oder was? Ja, dann let's go. Muss ich irgendwie das mitnehmen, damit sie das Bild hat, oder? Anscheinend nicht. Okay. Dann machen wir wieder zu. Mach mal hier zu. So, das eine war am Ende von dem Dingens hier, glaube ich. Kann ich das mitnehmen jetzt? Nee. Great. This takes care of half of this little scavenger hunt. As for the candles, doesn't Rebecca keep some in her locker downstairs? Ah, okay, perfekt. Dann weiß ich wenigstens direkt, wo ich hin darf. I'm sure I'll find more laundry to add to the pile. Achso. Rebecca hat welches in ihrem Spind. Eugene, Bobby, Jack, Anthony. Have you asked Eugene? I told him fixing the window should be a top priority. And Oh, I'd very much like to speak to him, trust me, but I just can't find him. He's nowhere to be found. Gone. Disappeared. I don't know what on earth's going on today. Is it because of that goddamn snowstorm? Or was there something in the coffee this morning? What do you mean? Well, the whole staff's completely off today. Jacques leaving luggage carts everywhere. Wendy writing that message on your door. Beth. Oh, don't even get me started. Beth. Oh, and that maid? What's her name? Sylvie? I never noticed how odd she is. Sophie, you mean? I like her. She's a good girl. Ja. You know what? I should call the city. Tell them they don't need to build that new madhouse next door. There's one right here. Oh, Bernard, it's not that bad. I'm here, Valentine. Come here. Let me help you forget about all that for a minute. Oh, nee. Ach Mann, ist das ekelhaft. Könnt ihr mal aufhören? Jedes Mal. Wait, is this you, Beth? What on earth led to this picture being taken? Okay. Nices Foto, aber... Are you looking to buy land? I know you grew up on a farm. Maybe you're looking to get back to nature. Am 17. April fängt die Auktion an. Gemstone of land has become available for you to acquire. Near the municipality of Farnham and the riverfront of the Yamaska River, this gorgeous and ready to be cleared land is lacking in only one thing, an owner.
Discover the true meaning of nature. A land filled with all the resources you'll need to build a home for your family and earn a more than decent living raising cattle or exploiting its large wooden area. Only a few hours drive away from major cities such as Montreal or Saint-Jean. From a few hours. Freedom is at your fingertips. Auction held at Rhodes Brothers Auctioneers. Rhodes Brothers Auctioneers Truly bei 1899. Okay. Didn't I find one of these in Anne's room too? Ja. The White Cat must be a popular spot. White Cat. Oh. Mach's mal wieder zu. Wer weiß, ob mir das auffällt. Das ist meiner. Ach, sie will nach Haven't Paris. gotten any tips so far today. Oh, hätte ich... Ich könnte die Tipps halt von dem Tisch nehmen und hier reinpacken wahrscheinlich, aber... Dann würden die ja wissen, dass ich schon da war. Ah, Rebecca ist offen. Achso, Kerzen hat sie keine? So you do have a Oh. stash of candles. But where is it? Rebecca, the kitchen is out of power again, and I can barely see a thing. Bernard wants us to continue working, but I'm not risking chopping off my fingers for that blowhard. Didn't you start hoarding candles since the last power outage? I remember you saying you never wanted to be caught in the dark basement again. Where's your stash? It's urgent, please. Toll. Natürlich ist es nicht hier. Natürlich muss ich jetzt zu der Küche da. Oh. Leggy Schmeggy. Break Room. Da brauchen wir nicht hin. Locker Room. Ah, dachte jetzt kann ich... It's locked. Okay, gut. Ach so, nee, Moment, die Küche war ja im Erdgeschoss. Sophie, you're forgetting what you came here for. Ey, die sind The hier doch nicht. candles. Better try to find them before Beth gets here. Die sind doch in der Küche, oder nicht? Hat er doch gesagt. Ist die Küche nicht oben? Wendy, where are you going? Bernard just fired me. What? What happened? Even if I told you, you wouldn't believe me. Please, just tell me. It's Linda. She wrote some stuff on her own door with my lipstick so I would get the blame. What? That doesn't make any sense. I knew you wouldn't believe me. Wendy, wait. I do. I believe you. It's too late now, Jacques. Wendy! Ernsthaft? Also, ich frage mich jetzt, ist das wirklich? Also, hat Linda das selbst an die Tür geschmiert, damit sie einen Grund hat, um Wendy zu feuern? Ich meine, das wird ihr ähnlich sehen, so, aber... Scheiße. Hätten wir die Message mal doch weggewischt. Ich dachte halt, die wäre das selbst gewesen. Shit. Das sind die Katzen hier. Was? Achso, bestimmt wieder anmachen, ne? Ja. Ha.
Oh, was? To all employees, it has come to my attention that several guests have complained about a member of our staff going through their belongings in their absence. This has to stop now. Anyone with information regarding the situation could come to my office as soon as possible. I want the person behind this swiftly identified and reprimanded. Should no one come forward within a week, punitive measures will be taken against all of you. Whoopsie! Bobby, you realize it's the person with the lowest score who wins, right? Das hat er geschrieben. Moment, wer hat das dann wahrscheinlich geschrieben? Eugene. Okay. Gewonnen hat theoretisch Bobby, aber Eugene hat geschrieben, dass die Person mit den wenigsten Punkten gewinnt. Und wieder alle Asse hier. Alle haben Trumpf. Das kennen wir schon. Wo sind denn hier die fucking Kerzen, Mann? Weil rein kann ich hier nicht. Ich kann nicht in die Mülltonne gucken. Ich kann hiermit nicht interacten. Tempting, but every penny adds up, Sophie. Ach so, deswegen sagt ihr es auch mal mit Any Penny adds up, weil sie halt ihr komisches Glas da im Dingens hat. Wenn Beth sich Land leisten kann, dann fahr doch einfach mit Beth nach Paris. Vielleicht kann die sich das ja leisten. Könnt ihr euch eine schöne Zeit zusammen machen. Laundry room. Oh, right. My keys are still in the break room. Hä? I'm good. Die Stimme für der Voice Crack. I'm good. Good. Tempting, but every penny adds up, Sophie. Hä? Warte mal, oder sind die dann bei Bobby im Spind? Weil er den Brief geschrieben hat? No candles, but this looks like the laundry room. Ich wollte da gerade reingehen. Du hast gesagt, du hast die Schlüssel nicht, obwohl du die Schlüssel hast. That must be the location of Rebecca's stash. Okay. Oh, right. My Hä, keys du are hast still doch... in the break room. Du hast doch da oben den Schlüssel, oder nicht? Bin ich dumm? Im Breakroom sind doch keine Schlüssel mehr. Oder ist da nicht der Schlüsselkasten? Ich bin verwirrt. Have I checked the break room? I think I left my keys there during my break. Ach so. Oh mein Gott. My keys. Und da ist einfach ein fucking Schlüssel. Gotta hold on to these tight. Ist ja genauso, als würde Alicia Keys nicht mehr Alicia Keys heißen, sondern noch Alicia Key und sie singt einfach nur noch in einer Tonhöhe. Okay. Aha.
Voll interessant hier. Oh, da hängt ein Zettel. Der könnte wirklich interessant sein. Dann lesen wir den mal erstmal kurz, bevor wir das gleich da nehmen. Rebecca, the washing machines are not broken. The problem comes from the pipes. They are completely frozen. It's only a matter of time before they burst and flood the entire basement. Oh, wundervoll. I've warned Bernard about this issue last winter, but of course he only cares about renovating the parts of the hotel the guests can see. Behind that nice facade, everything is crumbling. I see what I can do, but it's not maintenance we need. It's a freaking miracle. Eugene. Toll, toll, super toll. Aha. Ooh, is this a movie script? A movie script? Change title, not catchy enough. In a northwesterly direction. Screenplay by E.L. Needs more murders. Add killer tornado? Why cut this scene inside the notes? Best part of the script. Februar 58, see if James Stewart is available. Okay. Zwei, 1, 6. 216. Safe? Achso. Oh. Stash uncovered. Reb, you won't mind if I got a candle. Now, what next? Up to Beth. Theoretisch. Let's see if Beth is around. Naja. Okay, da ist nichts drin. Alles klar, let's go, Beth. Ja. There you are. I'm not sure I understand what the plan is here. Well, when I was little, we had padlocks on many of the farm's sheds. My dad would always lose the keys, so one day he made a mold of them using wax and plaster. I was thinking of doing the same. Are you sure it's gonna work? Absolutely not. But hey, I guess we won't know until we try. Yeah, you're right. So let's do this. Okay, to start, we need to Zeit die pour the haben. wax from the pot. Have you done this before? You're a real pro. Danke. Now, time to put the key into the wax. Let's give it a few seconds, so the mold really takes form. Okay, I think you can remove it. Well, we're almost there. Just pour the cup of plaster into the mold. All right. Now we wait for it to dry. How long do you think it's gonna take? I don't know. I guess we'll keep poking it every now and then. I bet you didn't think you'd be making a plaster key today, huh? Indeed. But I like it. It's rare that this job allows me to use my creative side. Your creative side? Well, granted, this key won't end up in any museum, but I enjoy the occasional artistic endeavor. Like taming alligators, like drawing, like making collages.
Like posing with alligators? How do you know about that? Oh, I think it must have slipped out of your locker because I saw this picture of you in a long white dress and... Oh my, you did? What did you think of it? I loved it, actually. It was unique, I guess. Artistic? Yeah. Those pictures were taken by a very close friend of mine a few years back. Ziva Rivers was her name. Earth-shattering talent, but a bit too controversial for most people's sensibilities. Oh. Are you still friends? No. We went our separate ways. It's a shame. She really captured me. My essence. Your essence is to tame alligators? My essence is to fear nothing. Yeah, I can tell. I really admire that about you. I'm sure under that sweet exterior, you're pretty fearless too. Haven't you ever done something really scary? I mean, other than snooping on a potential creep. Does sailing count? Excuse me? You sail? On a boat? I used to, with my grandpa. But when he died, we had to sell the boat to pay off his debts. Oh, that's too bad. I would have loved to go with you. Ja, flirting. Maybe it'd be possible to borrow a boat for a day. I think one of Grandpa's friends still has his. Really? That would be great. I just love trying new things. I'll see what I can do. Hey, look. I think it's dry. I can't believe it worked. I could not have done this without you. Yeah, probably not. Well, I should get back upstairs before Bernard notices my absence. If he hasn't already. Ja, vor allem, wie lange die sich da unterhalten. Oh, and be careful while turning it, okay? You wouldn't want it to break inside the lock. Yeah, I'll be careful. Thank you for everything. No problem. Teambuilding exercise. Teambildende Maßnahme. Ah. Na, Franzi. Achso, ich weiß gar nicht, ob du mich hören kannst. Du guckst bestimmt wieder nur zu, ohne zu hören, oder? Och Mensch, der hat ja überall da. Another one. Wendy and Jacques have really gotten around. Ja, da waren sie noch glücklich. Und dann nicht mehr. Ach, mein Gott, ey. Alter, ganze Trubel für einen fucking Koffer. Aber gut, ist ja nicht ohne Kunden Rätselspiel. Let's go! Nee, warte mal. Der Koffer war doch... Warte, 500... 509. Scheiße, falscher Koffer. Oh no. Nee, da auch nicht. Da haben die anderen gefickt. Ah. Be careful, Sophie. You don't want this key to break.
Unlike my favorite bar, this one was black. Her alliterative name will surely take you back. These two sure love their riddles. Atlanta, I noticed yours was pretty worn down, so I decided to buy you a new one. I hope you like it. And since you enjoy them so much, there's a little puzzle to figure out the combination. 2 5-letter words are the key, both related to our history. Unlike my favorite bar, this one was black. Unlike my favorite bar, this one was black. White Cat hieß immer diese eine Bar, ne? Her alliterative name will surely take you back. Alliteration. Anna. From the first one, take the first two. From the last one, take the last two. Kenner? Oder bin ich jetzt voll daneben? Wer ist da nicht? Ah, okay. I hope you get better. Try the rest today. I will bring you hot soup after class. Oh, süß. Noch irgendwas? Ah ja. Huh. Marcella invited you to the movies. Let me guess. You said yes. The Postman Always Rings Twice is playing at Lowe's Theatre tonight. It's based on a novel I read a while back. I'm sure you would love it, seeing as you like crime stories and murders so much. Nothing creepy about that. Will you come with me? M. Und Movie Tickets, bla bla. 25 Cent. 25 Cent fürs Kino einfach. Oh Gott. I can barely listen to Sister Miller's lecture today. All I do is look at your lips and imagine kissing you. I can wait for tonight. Oh, wie süß. Ich habe mir leider nicht alles aufgeschrieben, was ist. Kann ich das nicht lösen? Okay, 1946. Das heißt, das ist jetzt 12 Jahre her. Also 12 Jahre alter Brief. I've just heard Doris Day on the radio and it made me think of you. I know how much you love Sentimental Journey. Counting every mile of railroad track that takes me back. Last time I was in Texas, I felt like coming home. Now, strangely, I feel away from home. I wish you were here with me. I always feel at home in your arms. I can hardly believe it has been 5 weeks since we last saw each other. Sometimes I wonder if I might be going crazy. You are always in my head. Everything reminds me of you. Not only songs on the radio, but silly things like the flowers in our garden that smell of your shampoo, or when people say the word darling, and I can hear you say it with your lovely French accent. Darling. My family seems to have noticed my odd behavior, but of course I cannot tell them about you, even though I wish I could. I feel like climbing on the roof of the tallest building in Austin and shouting my feelings for you at the top of my lungs. God, I sound like a giddy teenager in love for the very first time. Maybe I am. Sometimes I'm scared that all this time with you was nothing but a dream too good to be true. I'm afraid that when I return to Montreal, I will realize you never existed, or if you do exist, you don't remember me. I wish I had a picture of the two of us, so I would know for sure it was real. I long for your embrace and the taste of your sweet lips. I love you, M. Oh, der war wirklich süß geschrieben. Ups. Naja. Okay. Okay, das ist von 47.
I'm sorry, dear Anne, I'm sorry it took me so long to answer your last letter. Has it been 6 months already since I left Montreal? As you always say, le temps passe si vite. My parents are glad I'm done with my studies. They always thought it was a strange idea for me to go to the university. Now they want me to find a husband and have children like the other women. I think I will. What the fuck? These past few months, I had a lot of time to reflect on our relationship. You know my feelings for you, and I hope you never forget how much I love you. But we cannot hide our heads in the sand any longer. We were lucky our story lasted as long as it did, and foolish to think it would last forever. Our love is forbidden, and hiding from my family is proving more and more difficult every day. You will always have a special place in my heart, but I believe it's time for us to go our separate ways. Alter! You made me feel like a teenager. You made everything but the present disappear. Now I need to be an adult and I think about the future. Alter! Was ist denn in den 6 Monaten passiert, Mann? Brainwash oder was? Die arme Frau. Die arme Frau, die das lesen muss. Wo ist denn das hin? Nee, nicht das. Hä? Hä? Ah, da. Ich mach mir davon mal ein Dings. Ein Dings. Ich will wissen, was da steht. Ich frage mich nur, ob ich jetzt noch auf das Dingens zugreifen kann, was da auf dem einen Bett lag. Das war das Bett in, das war hier. Shit. Aber ist nicht schlimm. Vielleicht sind hier einige Buchstaben, die wir brauchen. So. Die 2 ist... Warte mal, die 2... Nee, die 2 war nicht das I. Die 2 war ein A. All. All. I. All I do. Was ist das gleich? Also is. All I do is. Ist ein L. Lou. Pinkeln. All I do is. Den geraden Strich, den hatten wir noch gar nicht. Glaube ich. Okay, dann ist Lou Fragezeichen. All I do is Lou. Das ist ein A. At. Ach, look! K. All I do is look at your, denke ich mal. Das P ist ein, nee, das P ist ein, Moment, your, ja doch, R ist ein P. At your
Und das ist ein L. Lips. All I do is look at your lips. And was? Amagan. Was? And, das O ist ein D, ja, das stimmt. And 2 ist ein A. Warte mal, was? Was habe ich denn? Oh, nee, ich hab... Ach, imagine, das ist ein A, ein I und kein A. All I do is look at your lips and imagine. Achso, das I war ein K and... Kissing you, denke ich mal. Ja, you. Wow! Hat sich jetzt richtig gelohnt, das zu übersetzen. All I do is look at your lips and imagine kissing you. Ich meine, das ist sweet, so ist nicht, ne? Oh, hat sie das jetzt selbst... Was? Hat sie es geplinkt, weil sie das jetzt sich selbst übersetzt hat, oder? Unlike my favorite ball, this one is black. Ja, das muss auf jeden Fall irgendwie White Cat sein. Her alliterative name will sure take you back. Das ist halt die Frage, ob das... Ja, Kane müsste es theoretisch sein. Wenn ich das jetzt richtig gedingset habe. Weil die Bar heißt White Cat. Oder hier ist einfach kein C dabei. Achso, use... okay, Moment. Hä, sind doch überhaupt nicht die Buchstaben dabei, die ich... dachte, dass sie dabei sind. Hä? Vor allem 5-letter words. Cat ist ja nicht wirklich ein 5-letter word, ne? 2 5-letter words are the key, both related to our history. Like my favorite bar. Okay. Clues. White cat. Warte mal, die Katze von ihr, die hieß doch, die war doch schwarz. Sie hat gesagt, sie hat die Katzenhaare auf dem Dings. Wie hieß die? Greta. Greta heißt die Katze. Das heißt GR brauchen wir. Und das andere,
Alternative name will surely take you back. Aber es ist dann halt nicht her name will surely take you back. Hä? Kann halt jetzt alles hier hinten sein, weil ich checke. That riddle's a toughie. Maybe I need a fresh pair of eyes on it. A fresh pair of eyes? Okay. There's no shame in asking for help, Sophie. Two heads are better than one, especially when dealing with riddles. Oh, okay. Verstehe. Beth! I should wait till I have more to report before calling Beth. Wen soll ich denn dann fragen? That riddle's a toughie. Maybe I need a fresh pair of eyes on it. Soll ich zu dem anderen Typen gehen? Oh. Hä? Will sie dann im Fresh Pair of Eyes und jemand anderes fragen, wenn sie nicht anrufen kann und nicht runtergeht? There's no shame in asking for help, Sophie. Two heads are better than one, especially when dealing with riddles. Ja, aber dann frag doch auch. Dann mach. Jemand anderes rennt hier ja nun nicht rum. Auf meiner Etage. Außer hier ist eventuell einer drin, aber... Hallo! That riddle's a toughie. Maybe I need a fresh pair of eyes on it. Warte mal, mit wem hat sie denn da geschrieben? Anne hat geschrieben mit dieser Wie ist die? Mann, ich vergesse ihren Namen ständig. Was schreibt die denn hier? It's so hot right now in Texas, bla bla bla.
Christmas is exhausting. I miss our late night studying sessions at Harry's. Das ist aber keine Her. Meine Güte, so viel. Und ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich... Also eigentlich müsste ich es wissen, aber... Moment. Ne, Family nicht. Guests. Marcella heißt sie. They had a relationship while they were in college, but looks like Marcella turned to Austin, kept from there. What could have become of them had Stella stayed in Montreal? She said Anne made her feel like a jaded teenager in love for the very first time. Suddenly keeping their relationship a secret was killing Marcella. They had all these feelings and had no choice but to stifle them in front of her family. And with time, distance, and the pressure of her parents, she was subdued. She married Hector and put the relationship with Anne out of mind. Ich hatte mir gehofft, dass da dann vielleicht der Name drin steht. There's no shame in asking for help, Sophie. Two heads are better than one, especially when dealing with riddles. Okay, dann gehe ich jetzt in jeden Raum und gucke, ob ich das Telefon benutzen kann. Vielleicht kann ich ja nur ein bestimmtes Leck mich doch an meinem fetten Arsch, Alter. Clarington Hotel Reception Desk, Beth speaking. Hey, Beth. Got a minute? For you, always, Bean. I opened the chest in room 507. You did? Damn, I have to admit I didn't really believe in our little plaster key, but way to go. Yeah, I'm kind of surprised as well. It's quite sturdy. So, spill it. What's in the chest? A riddle. A riddle? I think it was written by Mrs. Beaumont for Mrs. Cruz. And I think the answer will give me the combination for a case I found in room 509. I could use your help with it, though. Oh, God, I hate riddles. Well, let's hear it. Which part is causing you trouble? Her alliterative name will surely take you back. Alliterative what now? Andrew, you're a nerd. What's alliterative? Hey, just because I read books doesn't mean I know everything. Uh-huh. Okay. It's a series of words that start with the same sound or letters. Thank you, darling. Did you get that, Bean? Yeah, I did. I think I know what now. I'm not sure But where to look. that could mean a lot of things. I'm not sure where to look. Yeah, me neither. Tell her to look for a name and surname that both start with the same letter. Maybe it's someone famous, like a writer or a singer. Huh. You got that? Yes. Thank him for me. Will do. Anything else? Ich habe schon versucht herauszufinden, ob das eventuell... No, Moment mal, that's all. Sänger. Thank you. Don't mention it. I'm just glad I could be of some help. Call me after you've opened that case. Dass You es eins der know I Bücher sein will. könnte, war mir auch schon durchaus bewusst, aber die hatte halt einen viel zu langen Namen, die Alte.
Bibel brauchen wir nicht. Weil die ist doch Bridget. Bridget ist doch viel zu lang. Das ist doch nicht 5 Dinger. 5 Buchstaben. You don't need to know my name, but you've seen me. I've recognized that look in your eyes when you checked in. You and I don't need to make a fuss out of this. You keep your wits about you and I'll do the same. Haben die sich nur durch Zufall hier getroffen? Oder was? Das wäre ja krank. So, stell dir mal vor, du hast dich übelst krank in jemanden verschossen. Das musste dann aber halt irgendwie... So führte dann leider zu nichts, war ja unterbunden worden oder was auch immer. Und so 12 Jahre später triffst du die Person dann einfach durch Zufall in einem fucking Hotel wieder, ey. Das muss so weird sein. Mount Royal College. Okay. Schön, dass es immer Pling macht, aber das ist kein Pling, was ich brauche hier. Hier steht nichts. Ah. Okay. Ich werde wieder angerufen. Ich muss wieder Essen machen. Ich rufe gleich wieder zurück. Bis gleich. Tschüss. Ich werde dann, denke ich mal, auch morgen... Ne, morgen nicht. Morgen ist ja gar kein This Bad Remade. Morgen hatten Franzi und ich wahrscheinlich vor, einen kleinen Horror-Stream zu machen mit irgendeinem Dark Pictures-Teil. Inwiefern das funktioniert und so wie ich mir das vorstelle und so, ob das alles irgendwie klappt, weiß ich noch nicht genau. Wahrscheinlich werden wir dann auch hier hinten auf der Couch dann Platz nehmen und irgendwie nebeneinander sitzen und so. Und das irgendwie versuchen, so halt noch ein bisschen Horror- und Cozy-mäßig zu machen. Keine Ahnung. Aber ich bin dann für heute wieder raus. Und hoffe, dass ich mir dann beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel dann weiterspiele, dass ich mir vielleicht im Vorfeld schon mal Gedanken machen kann, was es sein könnte, um nicht dann ewig hier zu sitzen, sondern dass ich dann wenigstens sagen kann, Leute, ich habe es rausgefunden, das ist das und das oder so. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe sehr, dass es trotzdem irgendwie ein bisschen entertaining war, auch wenn es halt gerade echt rätsellastig ist und mein Kopf gerade ein bisschen am explodieren ist, aber naja. Ich wünsche euch einen schönen Abend, habt eine gute Nacht.